Habe die Ehre. Es ist Donnerstag, 7 Uhr in der Früh. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zu Double Jump, deinem Games News Podcast. Auf Double Jump präsentiere ich dir Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News des Tages. Um täglich automatisch um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News des Tages in deine Podcast-App deiner Wahl zu bekommen, abonniere den Podcast jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder generell einer Podcast-App deiner Wahl, indem du einfach www.doublejump.at aufrufst und dort die Subscribe-Möglichkeiten deiner Wahl aussuchst. Die Stories der Borderlands 3 Probleme hören einfach weiterhin nicht auf, denn Borderlands 3 hat jetzt sogar angefangen, Microsofts Xboxen zu überhitzen. Das Glitch Pokémon, worüber wir gestern geredet haben, wurde enthüllt. Es ist Lauchzelot. Rockstar Games hat nun echt einen eigenen PC-Games-Launcher veröffentlicht und das, obwohl sie nur 7 Spiele haben, die sie unterstützen. Famitsu, das größte japanische Games News Magazin, hat die aktuellsten japanischen Verkaufszahlen veröffentlicht und ein neues Total War Game wurde bereits einen Tag zu früh bekannt gegeben. Gearbox, 2K Games und Epic Games müssen diese Woche echt eine Woche von Freude und Leid erleben. Ich schätze mal Spieler wahrscheinlich nur überwiegend Leid, denn jetzt melden sich immer mehr Xbox-Spieler von Borderlands 3, dass das Game Fehlermeldungen der Überhitzung verursacht und die Konsole ausschaltet, obwohl keine echte Überhitzung stattfindet. Egal ob normale Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X, es passiert auf jedem Gerät. Noch ist es nicht als offizieller anerkannt, so wie das mit den Cloud-Saves sehr schnell stattgefunden hat, aber das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Ich bin gespannt, wie lange Gearbox braucht, um diesen Fehler auch genauso anzuerkennen. Wie in der gestrigen Ausgabe erzählt, hat die Pokémon Company gestern um 15 Uhr neue News zu Pokémon Schwert und Schild veröffentlicht. Und, wie wir da auch geredet haben, wurde gestern dann auch im Rahmen dieser News das Glitch Pokémon enthüllt, welches tagelang verpixelt auf der Pokémon Schwert und Schild Website überall zu sehen war. Und zwar, wie vermutet, ist es tatsächlich die Galar-Form vom Vogel-Pokémon Poreta, nämlich Lauchzelot. Lauchzelot ist ein Kampf-Pokémon mit der Fertigkeit Felsenfest, hat einen riesen Lauch als Schwert, ein Lauchschild. Ich finde das Design sehr cool, sehr stereotypisch britisch. Und wenn es in der Arena genauso brauchbar ist, wie es cool ist, das wäre echt perfekt. Manchmal lassen einen die Business-Entscheidungen von 2K Games echt verwundern. Denn 2K Games lässt seine Studios Sachen machen, da denkst du dir, die gibt es nicht. Während 2K mit Gearbox für Borderlands 3 ja den Epic Games Store Exklusivitätsdeal ausgehandelt hat, hat Rockstar Games nun einen eigenen Launcher für ihre PC-Games veröffentlicht. Das Komische daran ist, Rockstar Games hat aber derzeit nur 7 PC-Games, die den Launcher unterstützen. Aber im Gegensatz zum Epic Games Store Launcher bietet der von Rockstar Games bereits von Anfang an Cloud Saves an. Und um den Launcher den Spielern schmackhaft zu machen, wer jetzt den Launcher downloadet, der bekommt GTA San Andreas gratis. Wer mir schon ein paar Episoden von Double Jump zugehört hat, der weiß, dass ich sowas nicht unterstütze, jetzt egal ob es Exklusivitätsdeals sind oder Fragmentierung durch eigene Launcher, denn das ist einfach komplett kontraproduktiv für Konkurrenz. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Famitsu, Japans größtes Games-Magazin, hat die aktuellsten Verkaufscharts der letzten Woche veröffentlicht. In Japan wird das immer direkt von Famitsu gemacht. Gematsu, das japanisch-amerikanische englischsprachige Games-Magazin, hat die aktuellsten Verkaufszahlen übersetzt und schauen wir uns diese gleich mal an. Am meisten verkauft hat sich die Special Edition von Monster Hunter Worlds Iceborne, nämlich Monster Hunter Worlds Iceborne Master Edition. Wieder ein Beweis, wie sehr Japan Monster Hunter liebt. Monster Hunter verkauft sich nämlich in Japan jedes Mal bei jedem Game immer wie warme Semmeln. Monster Hunter ist dieses Mal sogar zweimal in den Top 10. Wenn ihr die Gematsu Website aufruft und euch die Top 10 durchlest, auf Stelle 2 ist Konamis Pro Evolution Soccer 2020. Was mich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, wenn man Konamis Ruf bedenkt. Auf Stelle 3 ist Borderlands 3 für die PS4. Das überrascht mich jetzt nicht so, aber sehr, sehr cool, ein westliches Game in den Top 10 zu sehen. Auf Stelle 4 ist auch brandneu Demon Ex Machina von Marvelous, das Nintendo Switch Exclusive Mecha Game. Bei Demon Ex Machina bin ich wirklich positiv überrascht, denn wenn man bedenkt, wie sehr Marvelous Japan auf YouTube failed hat, sodass man keine Videomaterialien vom Spiel verwenden durfte, alles sofort Copyright striked wurde, egal wie viele Sekunden verwendet wurden.
Und wenn man sich generell den Rest der Top 10 durchsieht, da sieht man die Macht der Nintendo Switch. Denn wenn man die Top 10 durchgeht, fällt einem sofort auf, 6 von 10 Spielen sind alle für Nintendo Switch. Und ein großer Teil sind die Nintendo eigenen Games, wie zum Beispiel Mario Maker 2 oder Mario Kart. Und last but not least, ein neues Total War Game wurde einen Tag zuvor bekannt gegeben. Denn schon bereits seit dem frühen Sommer gab es immer wieder kleine Leaks zu einem neuen Game von Creative Assembly namens Troy, a Total War Saga. Aber diese Leaks waren nicht substantiv genug, um da wirklich von was Offiziellen auszugehen. Die Total War Communities hat natürlich verrückt gespielt, mehr als genug, wirklich interessante Debatten dazu gehabt. Und gestern war es dann aber soweit. Es wurde ein Foto veröffentlicht von dem Cover der aktuellsten Ausgabe der britischen Version vom PC Gamer Magazin. Die britische Version des Magazins featured riesig auf dem Cover in Vorbild Troy, a Total War Saga mit der Beschreibung World Premiere, also Weltpremiere. Das Magazin kommt offiziell aber erst heute heraus. Das Foto wurde von Andy Kelly gemacht, einem der Autoren des Magazins, bzw. einem der Journalisten des Magazins, und er hat das Foto vom Magazin direkt im Magazinständer bei einem der Trafiken, die das Magazin verkaufen, gemacht. Der Twitter-Account von Total War hatte danach auch eine Ankündigung des Games für heute um 15 Uhr angekündigt, beziehungsweise 16 Uhr unserer Zeit. Da das Game A Total War Saga heißt und nicht Total War Troy, kann man davon ausgehen, dass es wie Thrones of Britannia A Total War Saga ein Spin-off wird. Heißt, es wird bereits vorhandenes Material aus vergangenen Games nutzen, aber es wird sich speziell auf gewisse Konflikte, die in vergangenen Games stattgefunden haben, spezifizieren. So wie bei diesem Game wahrscheinlich alles rund um die Kriege rund um Troja. Und generell bei diesen A Total War Saga Spin-off Games wird immer Fakt mit Fiktion vermischt. Das heißt, wahrscheinlich wird man hier sehr in Fantasy gehen, denn auch jetzt bei Troy A Total War Saga ist der offizielle Untertitel auf Deutsch epische Schlachten in einer Welt voller Göttermonster. Heißt das, wir werden antike griechische Götter wie zum Beispiel Zeus sehen? Das wäre ja wirklich mega cool. Und damit sind wir durch die heutigen Stories bereits durch. Obligatorisch wie am Ende jeder Episode. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, geh bitte auf Apple Podcasts, gib mir eine Bewertung und hinterlass mir einen Kommentar. Alle Bewertungen und alle Kommentare lese ich immer in der darauf folgenden Episode laut vor. Und wenn die Kommentare sehr interessant sind, werde ich auch direkt im Rahmen des Podcasts auf das eigentliche Kommentar antworten. Apple Podcasts ist noch immer der meistverwendete Podcast-Player der Welt und Kommentare, Bewertungen und so weiter, diese beeinflussen alle positiv oder negativ, je nachdem was wie passiert, den Algorithmus für die Suche und für die Vorstellung des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefällt, hilfst du damit nachher neuen Zuhörern den Podcast zu entdecken, und wenn du es ziemlich scheiße fandst, dann kannst du damit Zuhörern helfen, dass sie den Podcast niemals entdecken, und ich schätze es in beiden Fällen wert, dass du es einfach machst. Meine Damen und Herren, und damit verabschiede ich mich für heute, denn ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Mein Name ist Daniel Muletz, das war die Donnerstagsausgabe von Double Jump, und ich sehe euch wieder morgen am Freitag um 7 Uhr in der Früh. Habe die Ehre!